Lektion 1: Weniger Plastik. Heute befindet sich nur sehr wenig Müll in Ihrem Abfalleimer. Ich versuche, ein möglichst nachhaltiges Leben zu führen. Wie kann man Einwegplastik zu Hause reduzieren? Ich verwende Glasbehälter zur Aufbewahrung all meiner Lebensmittel. Das ist eine sehr gute und saubere Idee. Ich kaufe meine Seife auch in großen Pappkartons. Ich kaufe immer noch viele Plastikflaschen Wasser. Sie sollten eine Metallflasche und einen Filter verwenden. Das würde mir auch eine Menge Geld sparen. Es ist auch viel besser für den blauen Ozean. Bringen Sie Ihre eigenen Taschen zum Einkaufen mit? Ich bewahre Stoffbeutel im Kofferraum meines Autos auf. Ich vergesse meine Taschen immer in der Küche. Du solltest einen kleinen Zettel an deine Tür hängen. Das ist ein sehr einfacher und hilfreicher Tipp. Kleine Veränderungen machen einen sehr großen Unterschied, John. Ich werde diese Woche versuchen, weniger Plastik zu kaufen. Ich kann Ihnen den örtlichen Großmarkt zeigen. Sie verkaufen Lebensmittel ohne Plastikverpackung. Lektion 2: Geistliche Musik. Der Chor hat eine sehr kraftvolle und klare Stimme. Der biblische Text vermittelt inspirierende religiöse Gefühle, spricht von Hoffnung und Erlösung und die Musik unterstreicht dies. Die Musik ermöglicht es, dass der Text unsere Herzen erreicht. Ich fühle mich in diesem großen Gebäude sehr friedlich. Der Komponist schrieb dieses Werk vor über 200 Jahren. Sein Werk ist auch heute noch sehr berühmt und beliebt. Warum hat Musik eine so starke Wirkung? Es verbindet Menschen durch ihre gemeinsamen menschlichen Emotionen. Mir gefällt der Klang der Pfeifenorgel. Es ist das lauteste Instrument der Welt. Das Gebäude vibriert, wenn die tiefen Töne erklingen. Für viele ist es ein sehr spirituelles Erlebnis. Wird es einen zweiten Teil der Show geben? Ja, sie werden jetzt die Schlusssinfonie spielen. Wir sollten unsere Plätze einnehmen, bevor es losgeht. Im Flur gehen die Lichter aus. Ich werde meine Augen schließen und einfach nur zuhören. Das ist die beste Art, es zu genießen. Ich bin sehr froh, dass wir heute Abend hierher gekommen sind. Lektion 3: Das endgültige Vermächtnis. Wir arbeiten seit 10 Jahren in dieser Firma. Die Zeit vergeht sehr schnell, wenn man beschäftigt ist. Wofür möchten Sie in Erinnerung bleiben? Ich möchte für meine vielen freundlichen Taten bekannt sein. Ich möchte, dass die Leute sich an meine harte Arbeit erinnern. Erfolg ist gut, aber Freunde sind wichtiger. Ich hoffe, ich konnte einigen jungen Mitarbeitern bei ihrer Weiterentwicklung helfen. Du bist ein sehr guter Mentor für sie. Ich möchte die Welt zu einem besseren Ort machen. Das ist ein sehr edles Ziel für jeden. Was ist Ihr bisher größter Erfolg? Ich bin stolz auf die Schule, die ich aufgebaut habe. Das hast du in deiner Freizeit gemacht, Anna. Es war eine sehr schwierige, aber lohnende Aufgabe. Ich möchte ein Buch über mein Leben schreiben. Ich würde definitiv jede einzelne Seite lesen.
Ich habe viele Geschichten aus unserem Büroalltag. Bitte erwähnen Sie den Unfall mit der Kaffeemaschine nicht. Das war der lustigste Tag in diesem Gebäude. Lektion 4. Formelles Ereignis. Für die Gala brauchst du ein ganz besonderes Kleid. Ich brauche etwas Formelles für eine Abendveranstaltung. Vielleicht haben Sie ja etwas Passendes für Sie. Dieses lange schwarze Kleid ist sehr elegant. Ich glaube, es ist vielleicht etwas zu lang. Man könnte es mit sehr hohen Absätzen tragen. Ich kann nicht besonders gut in High Heels laufen. Wie wäre es mit diesem dunkelblauen Seidenkleid? Die Farbe ist sehr schön und sehr satt. Es passt gut zu ihrer Augenfarbe. Ich gehe jetzt in die Umkleidekabine. Ich werde hier in der Nähe des Spiegels warten. Sitzt es zu eng an meiner Taille? Nein, es passt Ihnen perfekt. Ich benötige außerdem einen kleinen silbernen Beutel. Auf dem hohen Regal stehen ein paar Taschen. Ich nehme die mit den Perlen. Du siehst aus wie ein berühmter Filmstar, Anna. Ich fühle mich in diesem wunderschönen Kleid sehr wohl. Du wirst die am besten gekleidete Person dort sein. Lektion 5. Offener Markt. Das Gesetz schützt die Rechte jedes Arbeitnehmers. Nicht die Freiheit zu haben, seine Dienste auf dem freien Markt anzubieten und zu verhandeln, wie es bei allen anderen üblich ist. Das ist ein sehr umstrittener Rechtspunkt. Es begrenzt das potenzielle Einkommen des Einzelnen. Es bietet aber auch ein stabiles Sicherheitsnetz. Manche Menschen ziehen es vor, ein höheres Risiko einzugehen. Sie wollen die Freiheit haben, ihren Preis selbst festzulegen. Wettbewerb verbessert die Qualität der Arbeit erheblich. Es kann auch zu sehr hohem Stress führen. Wir müssen ein Gleichgewicht im System finden. Die Regierung legt den Mindestlohn jedes Jahr fest. Reicht das zum Leben aus? In vielen Städten ist es ein Kampf. Wir sollten die Gesetze anderer Nationen studieren. In manchen Ländern gelten sehr unterschiedliche Arbeitsgesetze. Ich werde das europäische Modell für den Unterricht recherchieren. Das wäre ein sehr nützlicher Vergleich. Ich möchte Anwalt für Arbeitnehmer werden. Du hast einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Lektion 6. Inselreisen. In dieser Stadt gibt es keine Autos auf den Straßen. Es ist ein guter Ort zum Spazierengehen oder Radfahren. Es werden auch Kutschfahrten angeboten, obwohl die Hauptstraße sehr überfüllt sein kann. Ich möchte mir für einen Tag ein Fahrrad mieten. Wir können zusammen zum alten Leuchtturm reiten. Ist der Weg zum Leuchtturm sehr steil? Es ist ein ebener Weg entlang des Blauen Meeres. Ich möchte die alten Holzhäuser sehen. Sie sind in vielen leuchtenden Farben bemalt. Dieser Ort fühlt sich an wie ein sehr ruhiger Traum. Es ist ein sehr beliebter Ort für Künstler. Ich sehe gerade einen Mann, der den Hafen malt. Das Licht hier ist sehr klar und hell.
sollen wir Pferd und Wagen später nehmen? Das ist eine sehr romantische Art, die Stadt zu erkunden. Ich möchte zuerst etwas Honig aus der Region kaufen. Der Laden befindet sich neben der Post. Ich werde dich dort in 10 Minuten treffen. Ich werde am großen Steinbrunnen warten. Lektion 7. Lasagne zubereiten. Wir haben die Tomatensauce und das Fleisch. Nudeln und Ricotta-Käse, sonst noch etwas? Wie wäre es mit Gemüse? Wie wäre es mit Gemüse wie Spinat und frischem Knoblauch? Ich werde auch noch grüne Paprika hinzufügen. Wir benötigen ein großes Stück Parmesan. Ich werde nach der besten Marke suchen. Sollen wir Rotwein zum Kochen kaufen? Ein Schuss Wein verleiht dem Ganzen eine sehr intensive Note. Ich werde eine Flasche aus Italien besorgen. Brauchen wir frische Kräuter wie Basilikum? Basilikum ist für ein gutes italienisches Essen unverzichtbar. Ich werde einen Strauß pflücken, der stark riecht. Unser Abendessen wird ein voller Erfolg. Hoffentlich verbrenne ich die Nudeln nicht. Ich werde Ihnen helfen, den Ofentimer im Auge zu behalten. Du bist eine sehr gute Küchenhilfe. Mir macht es Spaß, gutes Essen zuzubereiten. Es ist ein sehr kreatives und unterhaltsames Hobby. Ich werde das Gemüse im Spülbecken waschen. Lektion 8. Wiederverwendbare Taschen. Ich habe alle Lebensmittel auf dem Förderband. Ich habe vergessen, die grünen Stoffbeutel mitzubringen. Bringt nächstes Mal bitte auch unsere wiederverwendbaren Taschen mit, das ist auf jeden Fall wichtig. Es ist definitiv wichtig, die Natur zu respektieren. Wir werden Papiertüten verwenden müssen. Zumindest sind sie besser als die aus Plastik. Ich werde die Taschen in meinem Auto lassen. Das ist die beste Art, sie sich zu merken. Die Kassiererin scannt gerade die Milch. Ich werde mit meiner digitalen Geldbörse auf meinem Handy bezahlen. Technologie macht Einkaufen sehr schnell und sehr einfach. Ich benutze immer noch gerne physisches Papiergeld. Warum bevorzugst du die Verwendung von herkömmlichem Bargeld, Anna? Es hilft mir, meine Ausgaben im Blick zu behalten. Das ist eine sehr kluge Art zu budgetieren. Ich werde die Eier an einen sicheren Ort bringen. Wir müssen mit dem Glas sehr vorsichtig sein. Ich werde die Tasche mit beiden Händen halten. Ich werde die schweren Taschen zum Auto tragen. Lektion 9. Markenstrategie. Der Gründer des Unternehmens ist sehr berühmt. Knight's Ego hat viel mit Nikes Marketingstrategien zu tun, so vermuten einige Kritiker, dass Knights versteckte Agenda darin besteht. Einige Kritiker vermuten, dass Knights eigentliches Ziel weltweiter Ruhm ist. Er hat unsere Sicht auf Schuhe verändert. Sportschuhe sind heutzutage ein großer Modetrend. Die Leute zahlen viel Geld dafür. Das Logo ist in jedem einzelnen Land bekannt. Es ist ein sehr einfaches und wirkungsvolles Design. Wie konnten Sie so schnell so erfolgreich werden? Sie setzten sehr berühmte Sportler für ihre Werbespots ein.
Das ist eine sehr kluge Art, Vertrauen aufzubauen. Inzwischen folgen viele andere Marken ihrem Beispiel. Ich kaufe am liebsten Schuhe, die bequem sind. Viele Leute kaufen sie nur wegen des Namens. Das ist die Macht einer globalen Marke. Wir sollten ihr finanzielles Wachstum im Unterricht untersuchen. Ich werde die Daten zu ihren Verkäufen herausfinden. Das ist eine sehr interessante Fallstudie, John. Erfolg erfordert eine sehr kühne und klare Vision. Lektion 10. Große Athleten. Kennen Sie die Geschichte der Basketballlegende Michael Jordan? Ich weiß, dass er ein sehr berühmter Spieler der Chicago Bulls war. Er war der Sohn eines Unternehmensmanagers, besuchte von 1981 bis 1984 die North Carolina University und wurde dann zum Militärdienst eingezogen. Nach seinem 3. Studienjahr wurde er in die Profiliga aufgenommen. Das ist ein sehr beeindruckender Start für einen jungen Sportler. Mit seinem Können hat er das Basketballspiel für immer verändert. Glaubst du, er ist der beste Spieler aller Zeiten? Viele Sportfans glauben, dass er der Größte ist. In seiner Karriere in den 90er Jahren gewann er 6 Meisterschaften. Das ist heutzutage ein sehr schwer zu übertreffender Rekord. Er war außerdem für seine sehr starke Arbeitsmoral bekannt. Disziplin ist für jede berufliche Karriere sehr wichtig. Er wurde zu einer globalen Ikone des Basketballsports. Seine Schuhe sind auch heute noch in den Geschäften sehr beliebt. Markenmarketing trug maßgeblich zu seinem Ruhm bei. Ich schaue mir lieber seine alten Spielzusammenfassungen online an. Seine Bewegungsgeschwindigkeit war wirklich unglaublich. Er inspiriert viele junge Menschen zu harter Arbeit. Erfolg erfordert sowohl Talent als auch viel Einsatz. Lektion 11. Neue Schuhe. Meine alten Schuhe verursachen Schmerzen in meinen Füßen. Sie sollten diese leichten hier mal ausprobieren, die sind sehr bequem. Diese sehen sehr modisch aus und die Farbe ist leuchtend. Bei langen Spaziergängen ist Komfort wichtiger als Stil. Ich werde sie anprobieren, um die Größe zu überprüfen. Fühlen Sie sich eng um Ihre Zehen an? Nein, sie fühlen sich sehr weich und ziemlich flexibel an. Sie sollten zur Sicherheit einen Rundgang durch den Laden machen. Es fühlt sich an, als würde ich auf weichen Wolken gehen. Genau das brauchst du für deinen täglichen Lauf. Sind sie im Vergleich zu anderen Marken teuer? Sie sind zu einem sehr guten Preis im Angebot. Ich werde sie kaufen, bevor der Ausverkauf heute endet. Sie sollten sich außerdem dicke Baumwollsocken kaufen. Gute Socken beugen Hautirritationen und Blasenbildung vor. Ich freue mich, dass Sie ein gutes Paar gefunden haben. Ihre Ratschläge sind mir immer sehr hilfreich. Es macht mir Freude, meinen Freunden dabei zu helfen, schöne Dinge zu entdecken. Lasst uns jetzt zur Kasse gehen. Lektion 12. Hotelzimmer. Willkommen in unserem Hotel zur Sommersaison. Ich hätte gerne ein Zimmer mit schöner Aussicht. Ich kenne die verfügbaren Optionen. Wir haben einige Zimmer in einem höheren Stockwerk.
Möchten Sie diese besichtigen? Ja, ich würde sehr gerne ein Zimmer mit Balkon sehen. Der Aufzug befindet sich direkt hinter Ihnen auf der linken Seite. Ist das Frühstück im Zimmerpreis inbegriffen? Wir bieten jeden Morgen um 7 Uhr ein komplettes Buffet an. Das klingt sehr praktisch für meine ersten Tourneen. Dieses Zimmer bietet einen wunderschönen Blick auf das Meer. Von hier aus sieht das blaue Wasser sehr friedlich aus. Es handelt sich um eine unserer beliebtesten Suiten. Verfügt das Zimmer über eine stabile Internetverbindung? Wir bieten allen unseren Gästen Highspeed-Internet. Ich nehme dieses Zimmer für 3 Nächte. Um die Buchung abzuschließen, benötige ich Ihren Reisepass. Hier sind meine Unterlagen und meine Kreditkarte. Bitte unterschreiben Sie dieses weiße Papier. Ich freue mich sehr auf meinen Urlaub hier. Unsere Mitarbeiter bringen Ihr Gepäck jetzt nach oben. Lektion 13: Mitbewohner gesucht. Allein ein Haus zu mieten ist heutzutage sehr teuer. Mitbewohner in gesucht. Verantwortungsbewusste ruhige Mitbewohner in für 2-Zimmer-Wohnung. Wo genau befindet sich diese Wohnung? Es befindet sich in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs. Das würde mir viel Reisezeit ersparen. In der Anzeige steht, dass die Miete alle Nebenkosten beinhaltet. Das ist ein sehr fairer Deal für diese Stadt. Würdest du lieber mit einem Studenten zusammenwohnen? Ich bevorzuge einen Mitbewohner mit einem sicheren Arbeitsplatz. Ruhige Menschen sind meist die besten Mitbewohner. Ich rufe jetzt die Nummer in der Anzeige an. Sie sollten nach der Größe der Küche fragen. Ich koche gern und brauche etwas Freiraum. Vergewissern Sie sich, dass sich im Haus eine Waschmaschine befindet. Ich möchte nicht in den Waschsalon gehen. Ich hoffe, die Person ist freundlich und sehr gepflegt. Ein sauberes Zuhause ist sehr wichtig für meine innere Ruhe. Viel Glück bei deinem Vorstellungsgespräch für das Zimmer. Ich werde Ihnen das Ergebnis morgen früh mitteilen. Lektion 14: Vertrauen wiederherstellen. Ich bin sehr froh, dass wir wieder miteinander sprechen. Es brauchte Zeit, aber mit Mühe haben wir unsere Beziehung wiederhergestellt. Es tut mir leid, was ich vorher gesagt habe. Ich habe in der Vergangenheit auch einige Fehler gemacht. Kommunikation ist der Schlüssel zu einer starken Bindung. Wir sollten immer ehrlich zueinander sein. Es ist wichtig, mit einem freundlichen Herzen zuzuhören. Vergebung lässt die Seele sich sehr leicht fühlen. Ich schätze unsere Freundschaft mehr als meinen Stolz. Wir haben viele schöne Erinnerungen an unsere Kindheit. Wir sollten uns von nun an auf die Zukunft konzentrieren. Lass uns eine Reise für den nächsten Sommer planen. Wir können die Berge im Norden besuchen. Die Natur ist ein wunderbarer Ort, um Ruhe zu finden. Ich werde meine Kamera mit auf die Reise nehmen. Ich bringe eine Karte und ein paar Snacks mit. Unsere Bindung ist jetzt stärker als je zuvor. Die Zeit heilt viele Wunden, wenn wir geduldig sind.
Ich bin dir für deine Freundlichkeit heute dankbar, Anna. Lektion 15, Abendgymnastik. Ich muss mehr Sport treiben, um gesund zu bleiben. Ich gehe heute ins Fitnessstudio. Wie wäre es mit so gegen 18 Uhr? Ist das zu spät? Überhaupt nicht, ich gehe normalerweise um diese Zeit. Das ist der perfekte Zeitpunkt für ein Workout. Das Fitnessstudio ist abends normalerweise sehr voll. Ich mag die Energie eines belebten Raumes. Ich ziehe es vor, zuerst die laufenden Maschinen zu benutzen. Ich mache gerne Gewichtheben, um meine Armkraft zu verbessern. Können Sie mir ein paar gute Kraftübungen zeigen? Ich helfe Ihnen heute Abend gerne weiter. Wir sollten viel Wasser trinken. Bei anstrengender körperlicher Aktivität ist eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr sehr wichtig. Hast du eine Lieblingsmusik-Playlist? Schnelle Musik hilft mir, mich viel schneller zu bewegen. Ich werde meine Kopfhörer mit ins Fitnessstudio nehmen. Wir können uns um 6 Uhr am Eingang treffen. Ich werde meine neuen blauen Sportschuhe tragen. Ich werde ein Handtuch für den Schweiß mitbringen. Sport ist eine hervorragende Möglichkeit, Stress abzubauen. Lektion 16, Kampfpilot. Diese Ausstellung zeigt das Leben eines berühmten Piloten. Nach seiner Rückkehr nach Texas war er Anfang der 70er Jahre als Kampfpilot bei der Texas Air National Guard tätig und irrte umher. Nach seinem Militärdienst reiste er quer durchs Land. Warum hat er sich entschieden, Kampfjets zu fliegen? Er liebte die Geschwindigkeit und die große Herausforderung. Fliegen scheint ein sehr gefährlicher Beruf zu sein. Piloten müssen sehr mutig und sehr ruhig sein. Ist er jemals in einem echten Krieg geflogen? Er bildete viele andere Piloten für Kampfeinsätze aus. Die Uniform in der Glasvitrine sieht alt aus. Es ist ein Stück Geschichte aus jener Zeit. Ich bin fasziniert von der Technologie der Flugzeuge. Die Motoren waren vor 50 Jahren wesentlich einfacher. Jetzt haben wir Computer, die den Piloten helfen. Die endgültigen Entscheidungen trifft aber weiterhin der Pilot. Ich würde die Welt so gerne von oben sehen. Die Aussicht aus dem Cockpit ist wunderschön. Ich werde heute Abend mehr über sein Leben lesen. Er schrieb ein Buch über seine Flugabenteuer. Lektion 17, Gehaltsgespräch. Wie verlief Ihr Treffen mit dem Regisseur? Das Angebot, in dem ich meine gewünschte Gehaltsspanne erwähnte, wurde sofort erfüllt. Entsprachen die Gehaltsvorstellungen sofort Ihren Erwartungen? Sie baten um etwas Bedenkzeit. Sie sollten Ihren Marktwert stets kennen. Ich verfüge über 5 Jahre Erfahrung in diesem Bereich. Das ist ein sehr starkes Verhandlungsargument. Sie boten auch eine gute Krankenversicherung an. Zusatzleistungen sind genauso wichtig wie das Geld. Ich habe außerdem 2 Wochen Urlaub beantragt. Haben Sie der zusätzlichen Freizeit zugestimmt? Sie sagten, das sei eine übliche Unternehmensrichtlinie. Ich hoffe, Sie zahlen Ihnen den vollen Betrag aus.
Ich werde am Freitag auf Ihre E-Mail warten. Scheuen Sie sich nicht, gegebenenfalls Nein zu sagen. Ich wünsche mir einen Job, der meine Fähigkeiten respektiert. Du bist der beste Mitarbeiter in dieser Abteilung. Vielen Dank für Ihre freundlichen Worte der Unterstützung. Ich bin sicher, Sie werden ein tolles Angebot bekommen. Lektion 18: Nationales Prestige. In dieser Rede geht es um die Zukunft der Nation. Uns ist noch nicht klar, dass Amerikas Führungsrolle und sein Prestige nicht allein von uns abhängen. Es hängt von unseren moralischen Werten und unserer Gesinnung ab. Ein starkes Land muss mit gutem Beispiel vorangehen. Macht ist nicht nur eine Frage des Militärs oder des Geldes. Es geht darum, wie wir andere Menschen behandeln. Die Welt blickt auf uns, um Hoffnung und Stabilität zu erhalten. Wir müssen zusammenarbeiten, um globale Probleme zu lösen. Glauben Sie, dass man Führungskompetenzen in der Schule erlernen kann? Wahre Führungsstärke entspringt dem inneren Charakter eines Menschen. Integrität ist die wichtigste Eigenschaft einer Führungskraft. Viele Menschen haben heutzutage kein Vertrauen mehr in ihre Politiker. Wir müssen das Vertrauen in unsere öffentlichen Systeme wiederherstellen. Bildung kann Menschen dabei helfen, bessere Entscheidungen für alle zu treffen. Wir sind die nächste Generation globaler Führungskräfte. Das ist eine sehr große Verantwortung für uns. Wir müssen die Fehler der Vergangenheit studieren. Die Geschichte ist eine sehr weise Lehrmeisterin für jeden. Ich möchte meiner Gemeinde in Zukunft dienen. Lektion 19: Partyeinkauf. Wir müssen frisches Fleisch und Brot kaufen. Auch bei Paprika und Zucchini sollten wir prüfen, ob wir genug davon haben. Bitte prüfen Sie, ob wir genügend Holzkohle haben. Wir sollten auch noch kaltes Mineralwasser kaufen. Ich werde nach der scharfen Senfsauce suchen. Benötigen wir Pappteller für die Gäste? Echte Teller sind heutzutage besser für die Umwelt. Ich werde sie waschen, nachdem die Party vorbei ist. Du bist sehr hilfsbereit und sehr nett, Anna. Ich wünsche mir, dass alle eine schöne Zeit haben. Sollen wir Maiskolben zum Grillen kaufen? Gegrillter Mais ist ein sehr beliebter Sommersnack. Ich werde die größten aus dem Stapel aussuchen. Halten Sie in der Obstabteilung Ausschau nach einer reifen Wassermelone. Eine kalte Wassermelone ist bei der Hitze sehr erfrischend. Wir haben jetzt alles von unserer Einkaufsliste. Gehen wir zur Kasse dort drüben. Die Schlange ist heute Morgen sehr kurz. Ich werde die schweren Taschen zum Auto tragen. Lektion 20: Zustellbett. Ich habe Ihre Anfrage für die Suite bearbeitet. Vielen Dank für Ihre schnelle Hilfe, mein Herr. Wir haben zur Kenntnis genommen, dass unser Reinigungspersonal Ihnen das Bett in Kürze auf Ihr Zimmer bringen wird. Wird hierfür eine zusätzliche Gebühr erhoben? Es handelt sich um einen kostenlosen Service für unsere geschätzten Gäste. Das ist sehr großzügig von diesem feinen Hotel. Benötigen Sie zusätzliche Kissen oder Decken? Ein zusätzliches Kissen wäre wirklich sehr schön.
Ich werde das jetzt der Lieferliste hinzufügen. Um wie viel Uhr schließt das Schwimmbad heute Abend? Das Schwimmbad ist heute Abend bis 22 Uhr geöffnet. Ich werde nach dem Abendessen schwimmen gehen. Für Ihren maximalen Komfort wird das Wasser beheizt. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Zimmerwahl. Wir sind bestrebt, den bestmöglichen Service zu bieten. Ich werde diesen Ort meinen Freunden empfehlen. Mundpropaganda ist uns sehr wichtig. Ich gehe in mein Zimmer und warte. Unsere Mitarbeiter werden in Kürze an Ihrer Tür klopfen. Lektion 21, Kaffee Aroma. Der Duft in diesem Kaffee ist wirklich herrlich. Ich liebe den Duft am Morgen, es ist der beste Start in den Tag. Es versetzt mich in ein Gefühl der Wachsamkeit und Einsatzbereitschaft. Trinken Sie Ihren Kaffee lieber schwarz oder mit Milch? Ich trinke am liebsten schwarzen Kaffee mit etwas Zucker. Ich mag viel Schaum auf meinem Kaffee. Dieses Kaffee röstet seine Bohnen jeden Tag selbst. Die Qualität schmeckt man mit jedem Schluck. Ich genieße die ruhige Atmosphäre dieses Ortes. Es ist ein toller Ort, um ein Buch zu lesen. Ich lese heute über die Ingenieurskunst des antiken Roms. Das klingt nach einem sehr schwierigen Studienfach. Es ist wirklich sehr interessant und macht sehr viel Spaß. Ich lese lieber moderne Kriminalromane. Jeder hat seinen eigenen, einzigartigen Buchgeschmack. Sollen wir ein kleines Stück Kuchen bestellen? Ein Zitronenkuchen würde gut zum Kaffee passen. Ich gehe zum Schalter und bestelle. Ich werde unsere Plätze an diesem Tisch freihalten. Lektion 22, Frühlingsgarten. Das Wetter wird sehr warm und sonnig. Aktivitäten für jede Jahreszeit im Frühling. Ich genieße Gartenarbeit und das Beobachten der Umgebung. Es ist eine große Freude, die Blumen blühen zu sehen. Ich pflanze rote Rosen und gelbe Tulpen. Im Sommer werden sie wunderschön aussehen. Hast du dieses Jahr einen Gemüsegarten? Ich baue grünen Salat und große Tomaten an. Selbst angebautes Essen schmeckt viel besser als Lebensmittel aus dem Supermarkt. Es erfordert auch viel harte Arbeit. Mir macht die körperliche Anstrengung beim Umgraben von Erde Spaß. Es ist eine gute Möglichkeit, aktiv zu bleiben. Die Natur schenkt uns heute viele wunderschöne Farben. Ich helfe dir beim Tragen der schweren Töpfe. Vielen Dank, dass Sie ein so guter Nachbar sind. Wir sollten unsere Ernte im Herbst teilen. Ich werde aus deinen Tomaten einen Salat machen. Ich werde aus meinen Beeren einen Kuchen backen. Die Vögel singen heute sehr laut, John. Sie sind froh, dass der Winter vorbei ist. Lektion 23, gleiche Anerkennung. Dieser Artikel behandelt die Geschichte des Amtes. Von hochkompetenten, aber grob unterbezahlten Frauen, die das Sagen haben, während andere den Fall bearbeiten und die Anerkennung dafür erhalten, aber nicht das Geld. Das war in der Vergangenheit ein sehr großes Problem. Auch heute noch ist dies in einigen Unternehmen ein Problem.
Jeder Arbeitnehmer verdient eine faire Bezahlung für seine Leistung. Talent sollte der einzige Grund für Erfolg sein. Wir müssen für Gleichberechtigung in allen Berufsfeldern kämpfen. Frauen sind in der modernen Welt oft in Führungspositionen. Führung sollte auf Kompetenz und Ergebnissen basieren. Ich möchte für ein faires Unternehmen arbeiten. Sie sollten sich vor Ihrer Bewerbung über deren Richtlinien informieren. Ich werde in den Vorstellungsgesprächen nach dem Gehaltsgefälle fragen. Das ist eine sehr mutige und notwendige Frage. Veränderung geschieht, wenn Menschen ihre Wahrheit laut aussprechen. Wir müssen uns gegenseitig am Arbeitsplatz unterstützen. Ich möchte eines Tages Manager werden. Du hast die perfekte Persönlichkeit für diese Rolle. Ich werde hart arbeiten, um meinen Wert unter Beweis zu stellen. Erfolg gebührt denen, die integer handeln. Lektion 24, Reisejuckreiz. Ich bin schon zu lange in dieser Stadt. Hey, hast du schon mal darüber nachgedacht, eine Reise zu planen? Ja, ich habe schon lange Fernweh. Wohin denn? Wohin möchten Sie in Urlaub fahren? Ich möchte die alten Städte Italiens sehen. Rom und Venedig sind sehr schön und geschichtsträchtig. Ich möchte richtige Pasta und Pizza essen. Die Geschichte der Gebäude ist ebenfalls sehr faszinierend. Wir könnten in den Sommerferien zusammen verreisen. Wir müssen etwas Geld für die Eintrittskarten sparen. Ich werde ein Reisekonto bei meiner Bank anlegen. Reisen lehrt uns viel über andere Kulturen. Es ist der beste Weg, unseren Horizont zu erweitern. Sollen wir mit dem Zug oder mit dem Flugzeug reisen? Eine Zugreise durch Europa ist sehr romantisch. Wir können die Berge und die grünen Felder sehen. Ich werde mir heute Abend ein günstiges Hotel suchen. Achten Sie darauf, dass es sich in der Nähe des Stadtzentrums befindet. Ich freue mich riesig darauf, dieses Abenteuer zu beginnen. Wir sollten uns einen Reiseführer für die Reise kaufen. Lektion 25, Flussschichten. Die Wände dieser Schlucht sind sehr hoch. Der Fluss hat sich seinen Weg durch viele Gesteinsschichten gebahnt, durch Schichten aus Sandstein und Kalkstein, und dabei seine Form angenommen. Das Wasser hat über 1 Million Jahre eine enorme Kraft. Die Natur ist der größte Architekt der Welt. Man kann die verschiedenen Farben des Gesteins erkennen. Die roten und orangen Schichten sind sehr leuchtend. Es ist wie ein Geschichtsbuch aus Stein. Wir müssen am Rand besonders vorsichtig sein. Der Weg ist sehr schmal und ziemlich rutschig. Ich kann das Rauschen des Wassers hören. Es ist ein sehr entspannender Klang für den Geist. Ich möchte das kalte Flusswasser berühren. Pass auf, dass du nicht in den Bach fällst. Ich werde mich in der Nähe der großen Felsen aufhalten. Wir sollten ein Foto von dieser Aussicht machen. Die Sonne scheint direkt in die Schlucht. Dies ist der schönste Ort, den ich kenne. Ich fühle mich winzig im Vergleich zu diesen Klippen. Es erinnert uns daran, die Natur zu respektieren.
Lektion 26. Starke Hoffnung. Diese Stadt hat eine sehr lange und traurige Geschichte. Das, was 18 Jahre lang belagert wurde, lebt immer noch mit Vitalität, Kraft, Hoffnung und Entschlossenheit. Die Menschen hier haben ihren starken Geist nie verloren. Sie bauten ihre Häuser mit eigenen Händen wieder auf. Es ist ein Symbol für das Überleben und die Stärke der Menschheit. Wir sollten von ihrem Mut und ihrer Friedfertigkeit lernen. Jetzt sind die Straßen wieder voller Leben. Kinder spielen in den grünen öffentlichen Parks. Es ist ein ganz anderes Bild als früher. Freiheit ist ein sehr kostbares Gut für jeden. Wir dürfen die Kosten des Krieges niemals vergessen. Bildung kann dazu beitragen, zukünftige Konflikte im Leben zu vermeiden. Ich möchte diese Geschichte mit der Welt teilen. Du solltest einen Artikel für die Zeitung schreiben. Ich werde die älteren Leute in der Stadt befragen. Ihre Geschichten sind sehr wertvoll für unsere Kinder. Wir müssen die Erinnerung an diesen Ort bewahren. Hoffnung ist ein Licht, das niemals erlischt. Ich bin von der Vitalität dieser Stadt begeistert. Lektion 27. Auf Kurs bleiben. Wir haben diesen Monat noch viele Aufgaben zu erledigen. Ja, die Festlegung eines realistischen Zeitplans wird uns helfen, auf Kurs zu bleiben. Haben Sie Vorschläge? Wir sollten die schwierigste Aufgabe zuerst erledigen. Das gibt uns mehr Zeit für Details. Ich werde die Arbeit unserem besten Team zuweisen. Wir müssen uns jeden Montag treffen, um den Fortschritt zu überprüfen. Kommunikation beugt späteren großen Fehlern vor. Haben wir für dieses Projekt ausreichend Budget? Ich habe beim Direktor zusätzliche Mittel angefordert. Wir müssen sehr vorsichtig mit unseren Ausgaben sein. Qualität ist wichtiger als hohe Geschwindigkeit. Ich stimme zu, dass wir die Dinge richtig machen sollten. Können Sie den Abschlussbericht bis Freitag fertigstellen? Ich werde bis spät in die Nacht arbeiten, um das Dokument fertigzustellen. Überarbeite dich nicht und bleib gesund. Ich werde eine kurze Mittagspause machen. Ausgewogenheit ist für eine lange Karriere unerlässlich. Ich bin zuversichtlich, dass wir es diesmal schaffen werden. Unser Team ist sehr intelligent und sehr kompetent. Lektion 28. Haustierabteilung. Dieser Laden ist viel größer, als ich dachte. Und in dieser Abteilung finden Sie auch Hautpflegeprodukte, es gibt sogar eine eigene Abteilung für Ihre Haustiere. Ich muss mir ein Bio-Shampoo kaufen. Ich brauche eine neue Bürste für meine schwarze Katze. Sie führen auch viele verschiedene Marken für Hunde. Meine Katze mag nur die weichen Holzbürsten. Schaut euch dieses bunte Spielzeug für die Vögel an. Menschen lieben ihre Haustiere wie ihre eigenen Kinder. Für das Unternehmen ist das ein sehr großer Markt. Ich werde ein paar gesunde Leckerlis für meine Katze kaufen. Achten Sie darauf, dass sie keinen Zucker enthalten. Sie hält jetzt eine sehr strenge Diät ein. Ich werde nach der Hautlotion suchen gehen. Ich bevorzuge Produkte, die vollkommen natürlich sind.
Naturprodukte sind besser für Ihre empfindliche Haut. Wir sehen uns später in der Tierabteilung. Ich möchte die kleinen Aquarien sehen. Goldfische sind sehr pflegeleicht. Ich bevorzuge ein Haustier, das antworten kann. Lektion 29, ausländische Dessert. Ich liebe es, in verschiedenen Ländern neue Gerichte zu probieren. Das unvergesslichste Dessert, das Sie jemals in einem Café im Ausland gegessen haben. Ich aß in Paris einen warmen Schokoladenkuchen. War es sehr süß und sehr reichhaltig, John? Es war das Beste, was ich je gegessen habe. Ich aß ein Honiggebäck in einer kleinen Stadt. Türkisches Gebäck ist für seinen süßen Geschmack bekannt. Ich aß es, während ich den Sonnenuntergang beobachtete. Das Essen schmeckt besser, wenn die Aussicht schön ist. Ich möchte lernen, wie man es backt. Das Rezept finden Sie im Internet. Ich muss zuerst ein paar spezielle Gewürze kaufen. Wir sollten eine Dessertparty im Büro veranstalten. Das ist eine sehr tolle und leckere Idee. Ich werde die dunkle Schokolade aus Belgien mitbringen. Ich werde süßen Tee aus Japan mitbringen. Alle werden mit dem Essen sehr zufrieden sein. Gemeinsames Essen ist eine Möglichkeit, Kultur zu teilen. Es bringt die Menschen auf eine schöne Art und Weise zusammen. Lektion 30, mitsingen. Ich suche ein neues Lied, das ich über meinen Lautsprecher abspielen kann. Welches Lied animiert dich immer dazu, laut mitzusingen? Ich singe immer wieder gerne die klassischen Rocksongs aus den 80ern. Diese Lieder sind auf Partys und Feiern sehr beliebt. Sie haben einen starken Rhythmus und eine sehr eingängige Melodie. Ich bevorzuge moderne Popmusik mit schnellem Rhythmus. Viele Menschen singen gerne zu bekannten Filmmusiken mit. Das stimmt, denn die Liedtexte sind leicht zu merken. Singst du unter der Dusche oder im Auto? Ich singe normalerweise sehr laut, während ich Auto fahre. Es ist eine hervorragende Möglichkeit, nach einem langen Tag Stress abzubauen. Musik besitzt die besondere Kraft, unsere Stimmung zu verändern. Manche Lieder machen mich sehr glücklich und geben mir viel Energie. Andere Lieder sind langsam und vermitteln mir ein Gefühl von Frieden. Ich möchte ein Lied finden, das jeder kennt und liebt. Wir sollten einen Song auswählen, der aktuell in den Charts im Trend liegt. Das ist eine sehr gute Idee für unseren Nachmittag im Park. Lasst uns eine Playlist mit den größten Hits suchen. Ich drücke jetzt gleich auf Play.